Können Sie hier an? Wir können gehen, ja. Guten Morgen und kein Stress. Wir fangen erst richtig an, wenn alle gut stehen. Jugendrecht allein der Erziehungsgewalt im Vordergrund steht und nicht auch. Eine Besonderheit ist hier sicherlich, dass nicht vorgeworfen wird, dass der Angeklagte hier Hand angelegt habe selbst, sondern dass man rechtlich von mittelbarer Täterschaft spricht und sich das Ganze online abgespielt hat, teilweise auch über Kontinente hinweg, so die Anklage jedenfalls. Wir wissen auch bereits, dass weitere Ermittlungen gegen diese mutmaßliche Gruppierung laufen, sodass dieses Verfahren sicherlich auch deswegen wichtig ist, weil es eine Art Präzedenzfall sein kann. Zum konkreten Anklagevorwurf. Der Angeklagte soll unter dem Accountnamen White Tiger als Mitglied einer Internet-Community mit dem Namen 764 ganz besonders verletzliche Geschädigte in sozialen Medien emotional von sich abhängig gemacht haben und dann eben deren Verbundenheit und den instabilen psychischen Zustand der Geschädigten für die Begehung von Straftaten ausgenutzt haben. Nach dem Ermittlungsergebnis veranlasste der Angeklagte die Kinder und Jugendlichen unter anderem dazu, pornografische Aufnahmen von sich herzustellen, sich in Live-Chats zum Teil schwer zu verletzen und auch sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. In einem Fall, das ist hier der Vorwurf des vollendeten Mordes, soll der Angeklagte über ein Kind, eine ebenfalls Geschädigte in diesem Verfahren, dergestalt auf einen 13-Jährigen eingewirkt haben, dass dieser sich aufforderungsgemäß erhängte und seinen Suizid live im Internet streamte. In 5 weiteren Fällen soll der Angeklagte versucht haben, Geschädigte in den Suizid zu drängen. Weil es hier auch rechtlich komplex ist, Frau Dr. Franzen hatte es ja auch schon erwähnt. Die Schwierigkeit ist eben auch, dass selbstverletzende Handlungen und Suizide sind nicht strafbar. Und insoweit kann man sich halt strafrelevant eigentlich daran auch nicht beteiligen. Das ist nur dann möglich, wenn man eben nicht mehr von einem eigenverantwortlichen Entschluss der Geschädigten sprechen kann, sich selbst zu verletzen oder sich zu suizidieren. Und das setzt eben voraus, dass der Tatverdächtige, der Beschuldigte, das Geschehen lenkend in den Händen hält, ja? Also Tatherrschaft hat, weil er weiß, dass die Geschädigten ein Defizit aufweisen, weil sie psychisch labil sind oder weil er sie unter Druck gesetzt hat oder eben manipuliert hat. Und dieser Vorwurf steht eben hier in diesem Verfahren im Raum. Ja, dieses Konstrukt dieser sogenannten doppelten mittelbaren Täterschaft ist, ja, wie schon das Wort sagt, eine Konstruktion, die hier sachlich fehlerhaft ist und auch nicht beweisbar wäre. Ich kann so viel zu meiner Mandantin sagen, dass es ihr tatsächlich seit langer Zeit sehr schlecht geht. Sie ist eingebunden in ein engmaschiges Setting, wird behandelt von Psychiatern und Psychotherapeuten, muss sich teilweise in stationäre Behandlung begeben und ist natürlich insbesondere jetzt sehr angespannt im Hinblick auf den Prozess, der heute beginnt. Im Wesentlichen geht es darum, vergleichbar auch mit anderen Opfern in diesem Verfahren, dass sie über diese Manipulation und in diesen Zustand, in den sie versetzt worden ist, veranlasst wurde, massive Selbstverletzungen an sich vorzunehmen. Das ist im Prinzip das Wesentliche, teilweise Verletzungen, die man sich in dem Ausmaß und der Art und Weise, wie sie geschehen sind, kaum vorstellen kann.